Heute arbeiten wir an dieser Stelle hier unten weiter, dazu gleich mehr. Aber warum überhaupt EM-Pause? EM-Pause, das hört sich ja fast schon an wie Kanalende. Nein, Quatsch. Also ich persönlich gucke natürlich schon dann das eine oder andere Spiel in der Zeit, wo jetzt die EM läuft. Und wenn wir weiterkommen, dann wird es auch weniger werden. Das heißt, ich habe dann auch weniger Zeit. Meine Frage ist aber, wie sieht das bei euch aus? Guckt ihr dann auch alle EM oder guckt ihr trotzdem EM und weiterhin die YouTube-Videos? Das ist die Frage. Nichtsdestotrotz, hier kommt natürlich kein Fußballfeld hin, das ist ganz klar. Wir machen aber auf jeden Fall heute hier in dieser Ecke insgesamt weiter und ich freue mich drauf. Transrapidfeuer und. Weiter geht's jetzt hier an dieser Stelle mit den Schienen, dem Unterbau und das leichte Gefälle, was ich hier einarbeiten werde. So, die Schienen sind an dieser Stelle jetzt erstmal komplett fertig, also komplett mit Unterbau und das Gefälle ist auch eingebaut. Alles ist jetzt erstmal hier an der Stelle soweit fertig. Naja, ganz fertig noch nicht. Ich werde jetzt trotzdem mal eben kurz diese 3x, weiß ich nicht, 36 Noppen hier noch fertig machen zu den Gleisen und das Grün weiter gestalten. Das Ganze hier einmal im Speedbild. Als erstes mache ich den Untergrund ja immer mit den Limp Elements. Die Zwischenräume, die noch offen sind, werde ich mit kleinen Teilchen versehen, damit alles eine gerade Ebene ist. Anschließend werde ich das Grün drüber zaubern in den unterschiedlichsten Teilen, diese kleinen dreiblättrigen, größerblättrige, wie auch immer. Und ich glaube, das sieht hinterher richtig klasse aus. Zu den Gleisen richtig klasse abgeschlossen. Jetzt würde ich sagen, stecke ich erstmal ungefähr ab, wo die nächsten Fundamente für die Transrapid-Strecke liegen. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig, weil dann können wir gucken, wo eventuell der See herläuft und wo eventuell auch dann mal an dieser Stelle auch ein Stellwerk stehen soll in einer Größe, so ich denke mal von 16 x 16. Auch die Fundamente habe ich jetzt erstmal hier soweit eingefügt, auch wieder mit einigen Farbnuancen drin. Ja, das muss einfach sein. Und hierum wird ja auch das Wasser dann entstehen. Der See wird ja hier breiter werden, der Fußweg wird hier entlang gehen, mit einem gewissen Abstand zu den Gleisen. Ja, so erstmal das Ziel. Und jetzt mache ich mich an die Pfeiler und die Schiene dran. So, dann nehme ich euch mal einmal kurz live mit. Hier haben wir einmal die Stütze einmal in V-Form. Die kann ich hier wieder ganz entspannt locker einsetzen, bis sie überall aufliegt, links und rechts. Einmal, zweimal, das passt wunderbar. Und jetzt klemmen wir hier oben die Schiene drauf. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht dass man hier was abreißt. Ja, 3,20 Meter Transrapid-Strecke. Es ist sagenhaft, was hier entstanden ist bis jetzt. Es sieht einfach nur genial aus. Was meint ihr? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ja, und jetzt wollen wir uns hier mal so ein bisschen an das Abstecken dran machen, wie wir hier so weiterbauen. Fangen wir einfach mal an mit der Größe des Sees. Ja, ich wollte ja mindestens, dass ein Transrapid-Pfeiler oder ein Doppelt-V-Pfeiler mitten im Wasser steht. Das war definitiv mein Ziel. Und ja, ihr seht hier die Absteckung grün jetzt noch einmal und dann der Weg. So soll das Ganze ungefähr verlaufen. Ich denke, man kann ungefähr erkennen, wie das aussehen soll. So soll das Ganze ungefähr verlaufen. Das heißt, hier der See entlang an dieser Stelle. Hier zwischen machen wir überall so ein bisschen grün hin, ja, auch hier zwischen den Gleisen und diesem angedeuteten Weg hier in braun. Das ist erstmal das Ziel und dann soll des Weiteren an dieser Stelle hier in einer Größe von 10 x 10, unten zumindest, oben etwas voluminöser, ein Fachwerkstellwerk entstehen, das ich auch schon habe. Das steht drüben auf der anderen Seite in der Stadt. Das soll auf jeden Fall dann hier hin. Ja, und ich habe auch schon mal ein paar Straßen ausgelegt, wie ungefähr der Verlauf der Landstraße weiterlaufen soll. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ich muss natürlich noch viel dann an den Baseplates schneiden, das ist ganz klar. Ja, ihr seht, Stellwerk, See. Ja, was machen wir an dieser Fläche? Ich denke mal, dass ich doch hier ein Getreidefeld nochmal hinmachen werde. Gehe ich mal ganz stark von aus. Diese Straße verläuft ja dann hier in den Berg rein. Habe ich schon mal so angedeutet. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle auch hier irgendwie wieder mit Felsen so langsam anfangen und Richtung Berg gehen. Ja, das wird ein schwieriger Übergang. Ich muss mich hier richtig stark finden. Ist eine sensationell große Planung, wie ich finde. Und ja, so einfach ist das Ganze nicht. Und ich würde sagen, das war es auch soweit an dieser Stelle. Ich wollte nur erst einmal planen und es geht jetzt weiter mit den Zugfahrten.
aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich glaube doch, dass ich jetzt hier hinten am Graben weitermachen werde. Da bin ich ziemlich sicher, bevor wir danach wahrscheinlich hier an dieses Getreidefeld nochmal dran gehen. Und vielleicht auch parallel dazu hier am See arbeiten. Aber da, glaube ich, sind wir noch lange nicht. Und deshalb hinten erstmal zur Straße wieder eine Straße einfügen. Ich glaube, das ist die beste Idee, die man haben kann. So sieht's aus. Also, dann würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!